Ja, ich bin Angelina, ich bin 33 Jahre alt und habe 2 Kinder. Angelinas Tochter Lorelei ist 5 Jahre alt. Sohn Ludwig kam am 12. August 2023 zur Welt. 6 Stunden später starb er. Die Schwangerschaft war unspektakulär, bis auf einmal Komplikationen kommen und die Ärzte ihn in der 36. Woche per Kaiserschnitt auf die Welt holen. Dann kam im Grunde halt dann raus, dass er halt wegen Sauerstoffmangel, ja, eigentlich so einen krassen Hirnschaden hatte, dass er wirklich eigentlich, also da war nichts mehr da. Das EEG war quasi auf 0. Und die haben ihn dann eigentlich versucht, irgendwie am Leben zu erhalten in der Neonatologie. Währenddessen wachsen bei Angelina und ihrem Mann Adrian die Anspannung und die Unsicherheit. Aus den 5 Minuten wurden 10 Minuten, aus den 10 Minuten wurde eine halbe Stunde. Und dann habe ich halt angefangen zu hyperventilieren, habe halt gesagt, okay, könnt ihr mir jetzt endlich mal bitte sagen, was los ist? Und die wussten es halt alle selber nicht. Ja? Und nach 2 Stunden kam dann erst der Arzt und hat halt gemeint, ja, das sieht schlecht aus. Und dann wurden wir halt hingefahren zu ihm. Ja, halt war halt ganz vielen Schläuchen angebunden, ja. Und hat da so ein bisschen geschnappt irgendwie, aber er hatte halt total schlechte Sauerstoffsättigung. Und dann, ja, gegen 8 Uhr kam dann nochmal der Arzt, hat gemeint, ja, bitte verabschieden Sie sich. Ja. Ich hab wirklich in dem Moment nichts verstanden, ja. Und wir haben ihn halt dann gehalten und da hat er auch noch so ein bisschen, also minimal Puls gehabt. Auf jeden Fall ist er halt in unseren Armen gestorben. Und es ging da eigentlich auch dann recht schnell. Also ich habe nie seine Augen wirklich gesehen, wie die geöffnet waren. Kurz darauf wird Angelina aus dem Krankenhaus entlassen. Sie kommt zu Hause an, ohne Ludwig. Dann sind wir halt ins leere Zimmer reingekommen und das war schon heftig, weil auch gerade dieser Spielebogen war halt total weich und schön, ja. Und diese Stille war halt auch erdrückend. Manchmal denke ich mir so, wenn ich jetzt auch heute noch zurückgucke, eigentlich bin ich ja gerade in einem Leben drin, ja, in dem ich ja eigentlich gar nicht drin wäre, wenn der Ludwig da wäre. Von heute auf morgen musste sie sich an dieses neue, ungeplante Leben anpassen. Und sie hat beschlossen, sich von diesem Einschnitt in ihr Leben nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Ich gehe halt die Dinge an, also so bin ich halt generell vom Typ her. Und das war eigentlich so, okay, jetzt erst recht. Ja, also im Grunde ist es immer eine Entscheidung. Ja? Also ich kann jetzt entscheiden, dass er quasi das Ereignis mein Leben kaputt macht. Ja? Oder ich kann entscheiden, ob das Ereignis mein Leben wertvoller macht. Silvia Börgens ist Diplompsychologin. Seit über 30 Jahren beschäftigt sie sich beruflich mit Trauer, vor allem um Kinder. Und wie man aus einer so schwierigen Situation auch etwas Positives ziehen kann. Zum Beispiel, dass Leute sagen, dieser Verlust zeigt mir, was für mich im Leben wirklich wichtig ist. Und ich organisiere mein Leben auch neu. Also ich gehe jetzt nicht mehr an diesen frustrierenden Arbeitsplatz, sondern ich suche mir jetzt eine Arbeit, die mich innerlich auch zufriedener macht. Das habe ich jetzt von meinem Kind gelernt. Ich soll darauf achten, was mir im Leben wirklich wichtig ist. Ich habe gegründet, ja, ich habe jetzt mein eigenes Business gemacht. Ich will jetzt noch meinen Master nachholen, also ich will jetzt noch mal studieren, genau. Und bin halt eigentlich gerade voll in der Gründungsphase drin. Also ich habe mir halt gedacht, okay, die Dinge, die halt vorher oder über die ich vielleicht zu lange nachgedacht habe, ich mache jetzt einfach. Ihren Verlust hat Angelina früh in ihrem Umfeld offen kommuniziert. Dabei sah sie sich auch mit Erwartungen anderer an ihre Trauer konfrontiert. Erwartungen, die sie nicht immer erfüllt. Die Leute erwarten so ein Klischee, ja, von so einer gebrochenen Frau. Und ich kann halt ich möchte dieses Klischee nicht erfüllen und ich kann auch dieses Klischee nicht erfüllen. Ja, meine Eltern sagen manchmal, ich wäre ihnen zu schnell, gerade so in den Dingen, die ich halt entscheide und die ich halt auch gerade beruflich mache, ja, was ich halt alles will. Und natürlich will ich viele Dinge auch gleichzeitig, ja. Und das versteht halt nicht jeder. Und das muss auch nicht jeder verstehen, denn wie man trauert, das ist individuell. Der richtige Weg zu trauern ist der Weg, den die Betroffenen für sich selber finden. Und der kann sehr verschieden sein. Also es gibt Leute, denen hilft es, immer wieder den Verlust auszusprechen, mit lieben Menschen eben zu verarbeiten auf die Weise.
Und es gibt andere, die einfach sagen, das bringt mir nicht so viel, da immer wieder drüber zu reden, die dafür dann in irgendeiner Art von Handlung gehen. 8 Monate nach seinem Tod ist Ludwig ein wichtiger Teil von Angelinas Familie. Und das bleibt er auch. Um die Erinnerung zu erhalten, haben Angelina und ihr Mann Adrian einen Schrein in Ludwigs Kinderzimmer errichtet, zu dem die Tür immer offen steht. Außerdem hat Angelina die Geburtszeiten ihrer beiden Kinder untereinander auf ihrem Arm tätowiert. Wir haben auch ein kleines Bäumchen gepflanzt da vorne am Beet, das ist der Ludwigbaum. Haben wir zusammen ausgesucht und gepflanzt, im Grunde eigentlich ein Blaubeerbaum, weil wir alle Blaubeeren lieben. Ich habe mir halt gedacht, das ist eine Erfahrung, die man natürlich nicht machen will, ja? Aber sie macht mich zu einer weiseren Frau und wenn irgendwann mal, keine Ahnung, ich mit Menschen am Lagerfeuer sitze und wir über tiefe oder Deep Talk machen, dann werde ich auf jeden Fall jemand sein, der ein guter Gesprächspartner sein wird, weil ich, glaube ich, für meine 33 Jahre schon einiges erlebt habe.